Aloha, Shisha Rainbow wieder hier. Diesmal mit einem Tutorial zu Sommersprossen und wie man diese fängt, am Beispiel von Merida aus dem besagten Disney-Film. Zuallererst erkläre ich euch etwas zu den Medien, dann zu der Art und Weise und natürlich auch, welche Farben ihr verwenden könnt. Also ihr solltet am besten Wasserschminke verwenden. Davon gibt es diese Cake-Form. Die müsstet ihr mit ganz viel Wasser aufrühren. Deswegen würde ich empfehlen, euch gleich eine flüssige Variante wie diese hier zu nehmen. Am besten funktioniert das Ganze mit einer Zahnbürste. Es geht natürlich aber auch ein Borstenpinsel, wie dieser hier. Tunkt das Ganze ein und spritzt es auf eure Haut. Und dann entstehen diese Punkte. Ihr müsst immer darauf achten, dass sowas nicht passiert oder das nachher wegmachen. Und entstehen größere und kleinere Punkte. Ich zeige euch jetzt erstmal die 3 Farben. Jetzt kommt Mittel. Achtet darauf, nicht zu viel Farbe drauf zu haben, sonst beginnt es einfach nur zu tropfen. Und jetzt nehme ich dunkel. Ich persönlich bevorzuge den mittleren Braunton bei einer hellen Haut. Ihr könnt natürlich auch die verschiedenen Farben miteinander kombinieren. Das macht man zum Beispiel, um alte Leute Leberflecken darzustellen, aber um Sommersprossen darzustellen, reicht vollkommen eine einzige Farbe aus. So, jetzt habe ich euch erstmal die Grundtechnik und die Farben gezeigt. Und natürlich brauche ich erstmal ein passendes Grund-Make-up, um einen Ginger darzustellen, bevor ich die Sommersprossen schminke. Um die Augen herum arbeite ich jetzt mit einem braunen und einem orangenen Ton. Natürlich muss ich mir auch die Augenbrauen orange machen. Dafür benutze ich weiterhin den orangen Lidschatten. In dem Fall würde ich empfehlen, braune Wimperntusche aufzutragen. Leider habe ich aktuell keine da. Ich nehme schwarze jetzt mal. Für die Lippen nehme ich mir einen zarten Aprikotton. Damit die Unter- und Oberlippe gleich breit aussehen, mache ich meine untere Lippe etwas schmal. Deswegen fülle ich meine Lippe nur ein bisschen mehr über die Mitte hinaus und nehme für den Rest etwas Make-up, um sie abzudecken. Für die Nasenspitze und die Wangen nehme ich mir etwas lachsfarbenes Rouge. Für den Glanz auf den Lippen nehme ich noch etwas durchsichtigen Lipgloss. So, und damit hätten wir das Grund-Make-up. Wie ihr das gestaltet, ist natürlich euch überlassen. Das könnt ihr beliebig machen. Ich habe mich jetzt nur ein bisschen an die Anlehnung von Merida gehalten. Jetzt folgen natürlich die Sommersprossen. Zuallererst habe ich mir etwas Papier reingestopft, damit mein Pulli nicht dreckig wird, weil es ja eine sehr spritzige Angelegenheit ist. Dann nehme ich mir die Zahnbürste und die Farbe und tunke die ein, aber macht natürlich nicht zu viel Farbe dran. Zur Not tupft es noch etwas ab. Und das Wichtigste ist, macht euch so eine Schablone. Ja, das sieht jetzt komisch aus, aber das Problem ist, ansonsten verteilt sich das über euer ganzes Gesicht. Und hier, ich will eigentlich eher so diesen Bereich hier haben. Ja. Und wichtig ist auch, dass der Rand unsauber ist, ansonsten habt ihr nachher so Schlagkanten drin. Deswegen, glaubt mir, nehmt eine Schablone, ansonsten müsst ihr das ganze Make-up mehrmals machen, weil sich die Farbe über euer Gesicht verteilt. Dann müsst ihr es runterholen, dann müsst ihr das Grund-Make-up nochmal machen. Macht keinen Spaß, deswegen macht euch vorher einen Plan, wo ihr das haben wollt. So. Tada! Einzelne Sommersprossen, die jetzt vielleicht zu viel sind oder irgendwo falsch sitzen, könnt ihr noch mit so einem Q-Tip einfach entfernen. Denkt aber, dass das sehr viel Arbeit ist. Damit das Ganze jetzt nicht zu extrem ist, pudern wir es natürlich noch großzügig ab. Je nachdem, wie lange und wie doll ihr das macht, könnt ihr weniger oder mehr Sommersprossen machen. Bei mir sind es so mittelmäßig viele. Man hätte es auch ein bisschen weniger machen können. Aber ja, ich mag es, wenn man sie sieht. Dementsprechend achtet also immer darauf. Also wenn ihr nur ganz bisschen haben wollt, macht lieber so. Ganz vorsichtig, wenn ihr mehr haben wollt, macht das halt doller. Seht ihr schon. Und umso näher ihr rangeht, desto punktueller ist es. Umso weiter ihr weggeht, desto schöner verteilt sich das Ganze. So, ich habe jetzt noch ein paar der Sommersprossen entfernt, weil ich hier wirklich nur diesen Streifen haben wollte. Ich finde, das sieht ein bisschen niedlicher aus, beziehungsweise ist mehr an Merida angelehnt. Ihr könnt das natürlich variieren, wie ihr wollt, wie stark ihr die haben wollt, mit der Technik, die ich gerade gesagt hatte. Und ja, Farbe, wie ihr wollt, wo ihr sie haben wollt. Macht das, wie ihr wünscht. Und es am besten zu eurem Projekt natürlich passt. Ich ziehe mir jetzt noch die Perücke auf, dann könnt ihr das Ganze mal im Gesamtbild sehen und euch selbst eine Meinung bilden, ob euch das weitergeholfen hat oder nicht. So sieht das Ganze dann fertig aus. Also ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und geholfen. Lasst mir noch einen Daumen hoch da und ansonsten abonniert natürlich meinen Channel, wenn ihr das nicht schon getan habt.
Also, wir sehen uns. Cheerio!